Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und wir zwei sind immer noch zusammen im Schwarzwald unterwegs, genauer im Wanderparadies Schwarzwald und Alb. Ja, und heute werden wir zusammen mit Tobias Eltern und seiner Tante den Sauschwänzleweg laufen, und zwar in Verbindung mit der historischen Sauschwänzlebahn. Genau, und hier stehen wir auch schon am Startpunkt des Weges, beziehungsweise dann dem Endpunkt unserer Bahnfahrt, nämlich in Blumberg-Zollhaus. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg hier so ist, Dann bleibt dran und wir schauen es uns gemeinsam an. Start unserer Tour war in Blumberg-Zollhaus, direkt am Bahnhof der Sauschwänzlebahn. Von hier ging es direkt raus aus dem Ort und rein ins Wandervergnügen. Zunächst ging es für uns entlang der Gleise und wie ihr seht, mit etwas Glück kommt auch gerade die Museumsbahn vorbei. Die Museumsbahn verkehrt auf der Strecke zwischen den Orten Blumberg-Zollhaus und Weizen bereits seit 1977. Der reguläre Bahnbetrieb war 1976 eingestellt worden. Über Wiesen und durch Wälder ging es erstmal bergan. Hier boten sich uns trotz oder vielleicht auch wegen dem Wetter immer wieder schöne Fernsichten. Vom höchsten Punkt der Tour, der Ottilienhöhe, ging es recht steil wieder nach unten. Wegen des vorangegangenen Regens in der Nacht bzw. am Morgen eine recht rutschige Angelegenheit. Gar nicht so einfach. Was wir nicht wussten, bzw. was wir übersehen hatten, es gab eine einfachere Schlechtwettervariante. An der Seite. Tobi mittendurch, ja? Alles gut. Schlechtwettervariante, Umgehung. Hätten wir auch machen können. Der Weg war nicht notwendig. Schockstarre. Ja. Ich hab's auf Band. Ich glaube, es ist gar nicht mal so schlecht, dass da... Danach ging es ein längeres Stück über Wiesen bzw. am Waldrand entlang weiter. Mit anderen Worten, es gab für uns Aussicht satt. Nachdem wir ein Weilchen so gewandert waren, kamen wir unter einer Eisenbahnbrücke hindurch. Glücklicherweise gerade als die Sauschwänzlebahn darüber fuhr. Kurz hinter der Brücke teilte sich der Weg. Den Abschnitt durch die Wutachflühen kann man auf einem schwereren Weg gehen oder dafür eine einfachere Umgehung wählen. Tobis Eltern wählten die Umgehung. Beate, Tobi und ich den spaßigen Teil. Und hier gab es wirklich viel zu sehen. Schmale Pfade, Wasserfälle, Felswände und. Aber seht einfach selbst.
dieser etwas anspruchsvolleren Wegvariante warteten bereits Tobis Eltern und zusammen ging es weiter auf die letzten Kilometer. Vorbei an einer Eisenbahnbrücke, dieses Mal leider ohne Zug, wanderten wir über zum Teil sehr schlammige Wege entlang dem Fluss Wutach. Bei Lausheim-Blumegg passierten wir eine Haltestelle der Sauschwänzlebahn. Diese sollte wenig später für uns noch relevant werden. Von hier führte der Weg recht unspektakulär weiter bis zum Endpunkt der Tour in Grimmelshofen. Leider war in Grimmelshofen der Bahnhof etwas außerhalb und eine Anwohnerin riet uns, über die Straße zurück nach Lausheim-Blumegg zu laufen, da dies die kürzere Variante sei. Also fix zurück zur Haltestelle Lausheim-Blumegg und warten auf die Sauschwänzlebahn. Ja, da haben wir es geschafft. Der Sauschwänzleweg ist gelaufen. Ja, Anne, was meinst du, wie war er? Also der Sauschwänzleweg, der war saugut größtenteils, aber zum Teil war er auch sehr sauig. Das wegen der vielen Regenfälle, die jetzt im Vorfeld hier schon. Genau, also es war sehr, sehr schlammig unterwegs. Ja. Genau. Also der erste Teil war super, waren breite Wege über Felder, über Wiesen, ein bisschen durch den Wald. Tolle Aussichten auf dem ersten Teil. Genau. Und danach wird es dann knackig. Genau, dann kam die Schlucht. Die Schlucht war super. Auch hier sehr schlammig. Also es gab ja vorher dieses Hinweisschild, auch mit Schlechtwetterumgehung oder so. Nichtsdestotrotz, auf dem Weg war einiges los unterwegs. Also super zu laufen, schöne Blicke dann auch in die Schlucht rein und so. Also das macht schon Laune. Ja, also man fühlt sich auch, als würde man da durch den Urwald laufen. Das ist wirklich Genau, toll. Das macht echt Spaß. Genau, ansonsten das letzte Stück vom Weg war allerdings nicht ganz so gut. Da kommt man ja an diesem Bahnhof Blumegg vorbei. Und da könnte man theoretisch schon in die Bahn einsteigen, wenn man gedenkt, mit der Sauschwänzlebahn zu fahren. Sollte man da auch Schluss machen, da kann man nebendran noch einen Kaffee trinken, falls man auf die Bahn warten muss, und dann einfach damit zurückfahren. Will man lieber mit dem Bus fahren, sollte man den Weg bis zum Ende laufen. Dafür ist es okay. Ansonsten so dieses letzte Stück Weg, 2 Kilometer was es sind, auch breite Forstweg, ja nochmal ein Stück schmal dabei, aber es hat irgendwie bei dem gesamten Weg keinen wirklichen Mehrwert an der Stelle. Das ist so wie der restliche Weg auch, also von daher, wenn man da anhält, aber so.
Genau, also das kann man sich an der Stelle dann, wie gesagt, wenn man im Bus fahren will, kann man es sich einfach sparen. Und die Bahn lohnt sich wirklich. Macht Spaß, man kann die Fenster aufmachen, man kann rausgucken. Das ist toll. Genau. Gut, ansonsten Markierungen waren weitestgehend okay. Wie üblich, Genießerpfade, hier und da könnte es etwas üppiger sein. Da muss man ab und zu auch mal ein bisschen gucken, dass man seine Markierung findet. Aber ja, also insgesamt auch das wieder sehr gut machbar. Gut, haben wir noch was? Ne? Nö, ich glaube, das war's. Wunderbar, dann war es das soweit wieder von uns. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.